Vor einigen Monaten haben wir euch das DeFi-Protokoll Rehold schon vorgestellt. Ein Protokoll, welches komplett dezentrale Dual-Investments möglich macht. In der Zwischenzeit hat sich das Protokoll weiterentwickelt und auch wir haben einiges dazu gelernt. Wie nützlich dieses Protokoll tatsächlich ist, verraten wir euch in den nächsten Minuten. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Rehold hat die Welt der Duals in den Bereich der dezentralisierten Finanzen gebracht. Bisher waren sogenannte Dual-Investments nur über zentrale Exchanges möglich und von daher denjenigen vorbehalten, die auch diese zentralen Exchanges überhaupt nutzen möchten. Was sind diese Trading-Instrumente, die Duals überhaupt? Das sind sehr, sehr kurzlaufende, maximal konzentrierte und sich automatisch verlängernde Liquidity-Mining-Positionen. Die angezeigten Renditen in ein paar spezifischen Dual-Investment-Pools sind zum Teil unfassbar hoch, wie ihr hier selber auch sehen könnt. Wo der Haken an der ganzen Sache ist, haben wir erst über ein sehr ausführliches Selbstexperiment herausgefunden und wir teilen mit euch heute unsere Erfahrungen der letzten Monate. Bevor wir ins Video konkret reinstarten, wenn ihr es schätzt, dass ihr mehrmals pro Woche diese kostenlosen Mehrwerte von uns mitbekommt, dann hinterlasst gerne einen Daumen hoch. Hinterlasst auch sehr gerne einen Kommentar und leitet diese Videos, wenn möglich, auch an andere interessierte Nutzer weiter. Das würde uns sehr beim Kanalwachstum helfen. Bevor wir reinstarten, müssen wir allerdings noch zwei Begriffe miteinander klären. Und zwar einmal symmetrische Risiken und asymmetrische Risiken. Hierfür haben wir euch mal die Definitionen von Google herausgesucht. Symmetrische Risiken haben die Eigenschaft, dass ein mögliches negatives Risiko, also ein Verlust, stets einem positiven Risiko, also einer Chance, gegenübersteht. Das bedeutet, das Risiko von allen beiden Möglichkeiten, beziehungsweise das Verlustrisiko und das Chancenrisiko ist ausgeglichen. Und bei asymmetrischen Risiken ist diese Chance eben ungleich verteilt. Unter einem asymmetrischen Risiko ist, wie hier unten auch schon nachzulesen ist, ein ungleich verteiltes Risiko zu verstehen. Der Ertrag einer Investition fällt abhängig von der Richtung der Veränderung einer Variablen sowie externen Einflussfaktoren unterschiedlich aus. Wir müssen ja also feststellen, dass das Risiko bei einem asymmetrischen Risiko ungleich verteilt ist. Es gibt ja allerdings noch zwei asymmetrische Risiken zu nennen. Das sind einmal die positiv asymmetrischen Risiken und einmal die negativ asymmetrischen Risiken. Bei einem positiven asymmetrischen Risiko ist dieses Verhältnis zugunsten für euch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ höher, dass ihr gewinnt, als dass ihr verliert, oder der Gewinn ist wesentlich höher als euer Verlust, wohingegen bei einem negativen asymmetrischen Risiko dieses komplett umgedreht ist. Ein klassisches asymmetrisches negatives Risiko ist zum Beispiel Lotto spielen. Warum? Weil der potenzielle Gewinn bereinigt um die Gewinnwahrscheinlichkeit sehr, sehr asymmetrisch ist. Okay, jetzt haben wir mal die Definitionen geklärt. Mit diesem Wissen gehen wir jetzt mal an so einen Liquidity Pool hin. Nehmen wir einfach mal den Liquidity Pool mit der höchsten APR momentan. Das sind hier etwa 317% mit dem Meme-Coin Floki und dem USDT. Wir stellen also fest, wir haben hier einen Liquiditätspool, der zum einen Stablecoin beinhaltet, aber auch einen schwankenden Wert beherbergt. Und wenn wir Liquidity Mining grundsätzlich, ob das jetzt bei Rehold ist oder bei irgendwas anderem, mit konzentrierter Liquidität machen, haben wir bei so einer Konstellation immer ein stark negativ asymmetrisches Risikoprofil. Warum? Weil die Kursverluste immer größer sind als die Kursgewinne. Wir erinnern uns, im letzten Video haben wir das schon einmal besser für euch aufgedröselt. Wer das letzte Video verpasst hat, das verlinken wir oben, aber auch einmal unten. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr noch nicht so firm mit Risikoprofilen und konzentriertem Liquiditätsmining seid, dass ihr euch das vorher anguckt, um mal wirklich zu verstehen, was wir hier tun. Wir stellen fest, bei Kursgewinnen gehen wir in diesem Liquiditätspool mit 0 raus. Warum? Weil die Kapitalkonzentration in diesem Pool bei einem steigenden Kurs sofort so ausfällt, dass 100% unserer Assets in dem Stablecoin drin sind. Wohingegen, wenn der Kurs fällt bei einer maximalen Kapitalkonzentration, wir sofort in dem schwankenden Coin drin sind und somit auch 100% der Kursverluste mitnehmen. Das heißt, wir nehmen 100% der Kursverluste mit, aber 0 der Kursgewinne. Und das kennzeichnet ein stark negativ asymmetrisches Risikoprofil aus, was in 99,9% der Fälle auch nicht von den hohen Renditen, die mit diesen Dual Investments erzielt werden können, kompensiert werden kann.
Wie sieht die ganze Sache jetzt aus, wenn wir zwei schwankende Assets in unserem Liquiditätspaar benutzen? Also zum Beispiel hier den Pepe mit Wrapped Bitcoin auf der Ethereum Blockchain. Wir sind dann immer noch in einem negativen asymmetrischen Risikoprofil, das zwar nicht so stark negativ asymmetrisch ist wie bei einem Stable und einem schwankenden Wert, aber trotzdem immer noch negativ asymmetrisch ist. Wie stark negativ asymmetrisch ist, hängt von der Korrelation der beiden Werte ab. Je geringer die Korrelation ist, das heißt, je unabhängiger sich die beiden Werte voneinander bewegen, desto stärker negativ asymmetrisch ist das Risikoprofil, weil hier, genauso wie bei dem anderen Liquiditätspaar vorher immer auch, ihr immer den geringeren Gewinn und den höheren Verlust von einem der beiden Assets bekommt und das pro Intervall. Hier an der ganzen Sache ist relativ problematisch, dass man hier entweder 12 Stunden oder 24 Stunden in diese Liquidity Mining Position einsteigt und diese nach diesen 12 oder 24 Stunden automatisch verlängert wird. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum diese Ungleichgewichte in der negativen Asymmetrie wieder auszugleichen, sondern ihr habt bereits nach 12 oder nach 24 Stunden ein festgeschriebenes Ergebnis, welches realisiert wird und ihr zwar die höheren Renditen dafür bekommt, das sind hier momentan 334% pro Jahr. Wir sehen hier auch, das ist eine APR, das ist nicht mal eine APY. Die APY dürfte wesentlich höher liegen, aber diese APR wird trotzdem nicht diese negative Asymmetrie ausgleichen, weil zum Teil ja in dem Pepe-Coin oder in dem Pepe-Token massive tägliche Schwankungen existieren. Das heißt, wenn wir mal einen schlechten Tag annehmen beim Pepe-Coin und der geht zum Beispiel um 20% runter, müsstet ihr erstmal wieder etwa 25 Tage warten, bis ihr über die APR in diesem Liquidity Mining Pool diese Verluste auch wieder ausgeglichen habt. Und wenn der Pepe mal ein paar Tage hin und her wiederholt solche negativen Kursausschläge hat, dann wird es mitunter relativ schwierig, diese auch wirklich wieder aufzuholen. Weil, wenn Pepe sich wieder komplett erholt und diese zuvor 20% wieder aufholt, dann müsste der Bitcoin mehr als 20% machen, damit ihr die Wertentwicklung von Pepe wieder zurückbekommt. Wenn der Bitcoin in dieser Zeit nur die Hälfte macht, zum Beispiel 10% in diesen 12 bis 24 Stunden wohlgemerkt, dann bekommt ihr immer nur die schlechtere Rendite von einem der beiden Assets gutgeschrieben. Das heißt, ihr nehmt die vollen Verluste mit, nehmt dann immer nur aber die kleineren Gewinne von einem der beiden Assets mit. Und das kennzeichnet noch einmal dieses negativ asymmetrische Risikoprofil, welches in der Regel und nur sehr, sehr schwer von den hohen Renditen durch das Mining wieder ausgeglichen werden können. Wir stellen also noch einmal fest, je höher die Korrelation der beiden Assets in diesem konzentrierten Liquidity Mining Pool ist, umso weniger negativ asymmetrisch ist das Risikoprofil, weil auch der Impermanent Loss geringer ausfällt und wesentlich langsamer zu Buche schlägt. In der Regel sind die Liquidity Mining Paare mit einer hohen APR sehr, sehr verlockend, aber in der Regel trügerisch wegen den gerade zuvor erwähnten Risiken. Wohingegen die Pools mit geringeren APRs und mit einer hohen Korrelation zwischen den beiden Assets, wie zum Beispiel hier Ethereum und Bitcoin, die könnten tatsächlich funktionieren, wenn die erheblich geringeren Renditen den Impermanent Loss dieser beiden Assets ausgleichen. Ob das langfristig möglich ist, das wissen wir nicht. In unserer kurzzeitigen Betrachtung über 1 bis 2 Monate haben die Renditen den Impermanent Loss nicht ausgeglichen. Zu guter Letzt gibt es noch festzustellen, dass das Protokoll Rehold einen massiven Komfortgewinn ermöglicht, weil hier die Automatisierung der Konzentration von Liquidity Pools vorgenommen werden kann. Allerdings sieht es von außen wesentlich hübscher aus, als es von innen dann tatsächlich ist. Wir haben hier einen massiven und hohen Impermanent Loss aufgrund der maximalen Kapitalkonzentration und somit ein negativ asymmetrisches Risikoprofil. Das Problem liegt also in der Kapitalkonzentration per se. Wir haben euch im letzten Video deswegen schon einmal gesagt, dass wir selbst keine großen Fans von konzentrierten Liquidity Mining sind, eben wegen der erwähnten Probleme und Risiken. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen, hat euch einige weitere tiefe Einblicke in die DeFi-Mechanismen erklärt und gewährt, sodass ihr noch besser wisst, was ihr in Zukunft tut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.